Der Käsekluh von Rumi van Mader. Im Holder-die-Polder-Blechdosenschrank, dort wo die Konservendosen dicht an dicht standen wie alte Soldaten in Reih und Glied, da wohnte sie. Schabernack, die alte Blechdosenschabracke. Sie war so alt wie die Blechdose, in der sie wohnte. Auf dieser rostigen, fast vergessenen Reliquie war ein Stempel gestanzt, der kaum noch zu lesen war. Nur mit viel Fantasie und schiefem Blick konnte man ein Datum erkennen. Irgendwas um 1810? Kein Wunder also, dass Schabernack nicht mehr die schnellste war. Ihre Nachbarn waren Tomatenmark Mark, ein kleiner, spritziger Herzensbrecher, der in einer typisch schmalen Tube wohnte, und Ravioli in Gemüsesoße Hans-Peter, ein eher phlegmatischer Geselle, der in einer baurigen Ravioli-Konserve sein Zuhause fand. Sie waren, wie Schabernack selbst, winzige, menschenähnliche Wesen, die in diesen Behältnissen ihre Heime gefunden hatten. Daher, du kannst es dir denken, trugen sie auch solche Namen. Jeden Mittwochabend, wenn der menschliche Bewohner des Hauses tief und fest schlief und nur noch der Kühlschrank oben in der Küche leise summte, begann ihr ganz spezielles Ritual. Schabernack kroch langsam, aber mit einem glasklaren Ziel vor Augen aus ihrer Uraltdose, die dank kleiner Steine links und rechts fest im Regal lag und nicht mehr hin und her rollte. Bevor sich die Lösung mit den kieseligen Steinen fand, hatte Schabernack schon so manche, je nach Roll- und Flugphase, Drehwurm-Gehirnerschütterung abbekommen. Fast gleichzeitig zwängte sich Tomatenmark Mark aus seiner blechernen Tube, immer bereit für ein Abenteuer und äußerst gut gelaunt. Ravioli in Gemüsesoße Hans-Peter hingegen ließ sich immer gut und gerne 25 Minuten Zeit. Das lag daran, dass er spielsüchtig war. Jeden Mittwochabend schaute er sich noch vor ihrem Treffen mit fiebrig gedrückten Daumen die Lottoziehung an. Deshalb waren seine Daumen von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen stets blau angeschwollen. Man hätte den Treffpunkt auch auf 18:45 Uhr verlegen können, aber anscheinend war das Warten ein fester Teil ihres Rituals geworden. Wozu trafen sich diese drei so unterschiedlichen Charaktere? Na, warum wohl? Um Schabernack auszuhecken. Das war der wahre Lebenssinn der alten Schabracke und ihrer Freunde. Letzte Woche erst hatten sie bei Brezel Karl-Heinz, alles meins, zugeschlagen. Sein salziges Gebäckhäusel stand kurz unterhalb des immer weißen Berggipfels. Schabernack, Mark und Hans-Peter waren im Schutze der Nacht auf den Berg geklettert und hatten mittels kleiner Sägespezialwerkzeuge sämtliche Salzkrümel von den tiefgefrorenen Brezeln gesägt. Was war der Karl-Heinz am nächsten Morgen am Schimpfen und Toben? Man hörte es bis weit unten im Tal. Schabernack und ihre Kumpane machten sich vor Lachen fast in die Hosen. »Jetzt haben wir hier so viel Salz, davon können wir unendlich viele Salzfiguren backen, bis hin zum einbeinigen Sand-Nimmer-Flipsentag«, triumphierten sie. Heute war nun wieder so ein Mittwoch. Achtung, wir zoomen heran. Da sitzen sie im Einwegglas-Dosenregal, neben sauren Gurken und süßen Paprika. Schabernack hatte sich mühsam auf den Deckel eines bereits vor 3 Jahren abgelaufenen Limited Edition 1-Liter Senfglases, das echte aus Bautzen, geschleppt, von wo aus sie, ganz Chefin, das Geschehen überblickte. Ihre Fühler zuckten aufmerksam. Neben ihr wippte Tomatenmark Mark auf einem Stapel unbenutzter Schraubdeckel. Er strahlte eine Mischung aus Ungeduld und verschmitzter Vorfreude aus. Sie warteten auf Hans-Peter. Während Mark nervös mit seinen kleinen Füßchen trommelte, erzählte Schabernack mit knarziger Stimme von den guten alten Zeiten, als die Bewohner noch echte Butterkekse verkekst hätten und nicht diesem industriellen Massenbackwaren-Beigeschmack auf den Leim ging. Mark hörte nur mit halbem Ohr zu. Sein Blick wanderte immer wieder zur ausrangierten alten Küchenuhr, die an der Kellerwand hing.
Plötzlich ein leises Schaben und Poltern. Ein blauer, leicht angeschwollener Daumen lugte hervor, gefolgt von der runden Form von Ravioli in Gemüsesoße Hans-Peter. Er rutschte auf einer selbstgedrehten Holzspießrutsche herunter und landete mit einem dumpfen Plumps auf dem Deckel eines echte Spreewälder Gurkenglases. Seine Augen leuchteten, doch sein Mundwinkel hing schlapp hinab. »Und?« fragte Tomatenmark aufgeregt. »Hast du gewonnen? Ist es diesmal unser großes Ding?« Hans-Peter schüttelte den Kopf. Seine Daumen waren noch blauer als sonst. »Oh, wieder nichts«, murmelte er, aber er grinste plötzlich breit. »Aber die Glücksfee hat mir heute kurz vorm Wachwerden im Traum einen Hinweis gegeben. Ich weiß jetzt, dass ich ganz andere Zahlen spielen muss, um haushoch abzusahnen.« Schabernacks Fühler zuckten ungeduldig. Tomatenmark verdrehte sichtbar seine braunen Augen und raunte gelangweilt. Wenn du meinst.« Schabernack zeigte zur Uhr. »Wir haben nicht so viel Zeit für so einen Blabla-Scheiß. Heute gelingt uns unser großer Clou, also hört genau zu.« Aufmerksam spitzten Hans-Peter und Mark die Ohren. »Wir sind bereit, nur zu!« »Ich brauche einen Bindfaden und eine Flasche Limonade Orange mit der Extraportion Zucker. Die Limokiste steht irgendwo hier im Keller hinterm Selbstgebrannten.« »Ja, und weiter?« drängelten sie neugierig. »Passt auf, ihr kennt doch den Käseklaus. Seine Frau ist auf Kur. Er ist heute ausgegangen und sicherlich nicht vor Mitternacht zurück. Zu unserem Glück.« »Wo ist er denn?« fragte Hans-Peter. »Im Puff. Mehr dazu später«, antwortete Schabernack mit einem vielsagenden Grinsen. »Wichtig ist jetzt, sein geliebter Pecorino de Pomacciore, der heute Morgen erst angeschnitten wurde, liegt verschlossen im Küchentresor. Und ich weiß, wie wir drankommen.« Tomatenmark schnappte nach Luft. »An den fast 100 Jahre gereiften Eichenfass-Traubenkernkäse? Aber das ist doch seine Heiligkeit. Der bewacht den wie ein goldgieriger Drache.« »Eben darum«, Schabernacks Augen funkelten. »Der ist heute förmlich aus der Bude gestürzt, geschniegelt und gebügelt. Schick sah der Affe aus. Und mir fiel auf, an seinem dicken Halse baumelte keine glitzernde Kette wie sonst. Ich suchte mit meinem Einrohr durch das Fenster die Ablage ab, und da sah ich ihn auf der Kommode funkeln, den Schlüssel am silbernen Band. Unser Eintrittsglück in den Käseschrank, den hat er vor lauter Aufregung ganz vergessen. Bumst sich im Puff die Röbe leer, kommt ausgehungert zurück und schnuffdipuff, kein Käse mehr.« Gleichzeitig schrien Hans-Peter und Mark vorfreudig auf. »Ja, wir veralbern den blöden Käseklaus. Und wie wollen wir das machen?« »Wir werden seinen geliebten Käseberg verstecken und ihm dafür eine kleine Botschaft hinterlassen.« Kichernd trieb sich Schabernack die Händchen. »Tomatenmark, du bist doch ein ganz guter Zeichner.« Was soll ich sein? Ein Fleischer?« »Nein, Mensch, ein Zeichner. Hier, so mit Kricksel-Kracksel.« Schabernack malte unsichtbare Kringel in die Luft. »Ach so, ja, das kann ich ganz gut«, freute sich Mark. Hans-Peter knuffte ihn freundschaftlich in die Seite. »Kannst auch mal für mich was malen?« »Ja, ich weiß auch schon was. Einen Lotto-Gratulationsschein über deinen imaginären Millionengewinn«, kicherte Mark. Hans-Peter winkte eingeschnappt ab. Was soll ich malen?« fragte Mark. Schabernack erklärte.
eine Schatzkarte. Da malst du so Strichhäuser mit Strichblumen und Strichmännchen. Das reicht erstmal. Ui, das klingt nach einem wahrhaft epischen Schabernack, Schabernack. So soll es auch sein. Unvergesslich für alle. Wozu benötigen wir die Limo mit extra Zuckerschuss? Die ist für mich. Mein Kreislauf ist heute im Keller und ich hab solchen Durst. Schabernack nahm das Kommando. Also gut, der Plan ist einfach und genial. Hans-Peter, du nimmst das Bindeband, befestige ein Ende fest an meiner alten Blechdose hier. Das andere Ende knüpfst du an deine Dose, ganz stabil. Hans-Peter machte sich voller Eifer an die Verknotungsarbeit. Er prüfte mit kräftigen Zügen, ob alles hielt und rief: »Fertig!« »Und nun der Clou«, krächzte Schabernack. »Wir werden eine Seilbahn bauen. Hans-Peter, du musst mit deiner ganzen Kraft die eine Dose rüber zum Fenster von Käse Klaus schleudern. Irgendwo muss hier noch ein Katapult rumliegen.« Beim 5. Schwung, der ihn fast selbst vom Senfglasdeckel fegte, segelte die Dose durch die Luft. Mit einem leisen Klackerdi-Klack landete sie auf dem Fensterbrett und verhakte sich im Rahmen von Käse Klaus' Küche. Das Bindeband bildete nun eine wackelige, aber stabile Luftbrücke. »Jetzt kommt dein großer Auftritt, Tomatenmark. Du bist leicht und geschmeidig. Du gleitest an deiner Tube gekonnt am Bindfaden entlang. Pass aber auf, dass du nicht abrutschst.« Mark streckte stolz seine Brust raus und benutzte seine Tube wie ein Surfbrett. Mit einem Ruck stieß er sich ab und sauste über den Abgrund direkt auf das Fensterbrett zu. Schabernack und Hans-Peter hielten den Atem an, bis er sicher landete. Er hopste wie ein Zirkusakrobat zur Kommode, packte den Schlüssel und rief zurück: »Ich mach euch die Tür auf! Oder wollt ihr auf dem dünnfadigen Seil herüberbalancieren?« Schabernack schüttelte den Kopf. Pappalapapp, mach auf! Wir sind zu schwer, zu ungelenk für so ein Seilakt.« Sie packte sich ein Dreieckstuch und rief Hans-Peter zu: »Sattel deinen Rucksack auf, ich nehme das Geheimpapier und du den Quark.« Im Rennen und Springen waren beide sehr flink. Tomatenmark stand am Mosaiktürfenster parat, hopste auf die Klinke und ließ sie mit einem kecken Zwinkern herein. Einige Minütchen später standen alle drei vor dem Tresor. Der Pecorino di Pomaggiore lag da, goldig duftend, eine himmlische Verlockung. Vorsichtig hieften sie den schweren Leib in den Rucksack. Schabernack rollte das Geheimpapier auf und klebte es mit etwas Tomatenmark auf die Stelle, wo eben noch der Käse lag. Daneben platzierten sie als krönenden Abschluss den mitgebrachten Quark. Der Rückweg bergauf war beschwerlich. Der Pecorino im Rucksack von Hans-Peter war schwer, er schniefte und schnaubte. Schabernack und Mark halfen ihm und schoben ihn keuchend den Berg hinauf zum Kellerfenster. Dass ihnen der Wurf mit dem Seil zuvor so leicht gefallen war, lag an der besonders steilen Hanglage. Kurz vor Mitternacht kam der sichtlich zufriedene Käse Klaus daheim an. Er wollte zu Kräften kommen. Ihm tropfte bereits der Zahn auf ein schönes Stück Pecorino und ein Gläsel Schnaps. Doch, oh Schreck, der Tresor war leer. Nur ein Blatt Papier mit vielen Kritze-Kratzelmännchen lag dort. Er holte seine Lupe und las die Krakelschrift. »Dein Käse ist weg, lieber Käse Klaus, aber mach dir nichts draus, du machst dir einfach selber deinen Käse, und zwar aus diesem alten Quark. Hast ja Zeit den lieben langen Tag. Falls du nicht weiterkommst, wir wollen nicht so sein, dann frag im Dorf nach Schabernack der alten Blechdosenschabracke, nach Ravioli in Gemüsesoße Hans-Peter und nach Tomatenmark. Ciao, Kakao!«
Im Keller lachte sich Schabernack derweilen schlapp. Mit dicken Käsebäuchen saßen Mark und Hans-Peter da und schüttelten ungläubig ihre Köpfe. »Was? Das hast du geschrieben?« »Jetzt weiß er, wie wir heißen. Wir sind verloren.« »Ach, wie soll er uns jemals finden? Niemals. Dafür ist er viel zu dämlich«, winkte Schabernack ab. »Schaut her, ich habe noch diese schönen Glasmurmeln mitgenommen. Die lagen ganz verstaubt in einer italienischen Glasschale.« Sie hielt eine in das Licht der Taschenlampe. »Oh ja, die können wir hier herrlich murmeln lassen«, rief Mark, doch Hans-Peter hatte ein ganz komisches Gefühl in der Magengegend. »Ach«, siegte Schabernack, »unsere Aktionen dürfen nicht länger anonym sein. Sie benötigen unseren offiziellen Schabernack-Namen. So machen es auch die großen Ganoven. Käse Klaus wird rätseln und wir haben uns unsterblich gemacht. Bon Appetit!« Doch manchmal freut man sich zu früh. Eine Woche später klingelte es an der Tür. Dottersack Pitt, der Haus- und Blechdosenschrankeigentümer, hatte sich das Bein verdreht, als er über eine Murmel gestolpert war. Er bat seinen Freund Klaus um Hilfe. »Klaus, alter Käsefreund«, krächzte Dottersack Pitt vor Schmerz, »geh mal runter in den Keller und bring 2 Flaschen von dem Edelbrand aus Österreich hoch. Das ist die allerbeste Medizin.« Käse Klaus murmelte etwas Unverständliches und stieg die knarrenden Stufen hinab. Dottersack Pitt schrie ihm noch hinterher. »Die stehen ganz in der Nähe bei den Ravioli in Gemüsesoße-Dosen und den Tomatenmarktuben. Aber halt dich nicht zu lange auf, dort spukt es und manches Mal habe ich da einen großen Schabernack erlebt.« »Aha, und so«, bimmelte bei Käse Klaus die Käseglocke. Sein Gehirn, durch den Entzug ohnehin schon durchlöchert wie ein Edamer, verknüpfte die Worte Schabernack, Spuk, Raviolidosen, Tomatenmarktuben. Derweil im Schrank. Die 3 hatten den Pecorino gerade bis auf den letzten Krümel verspeist. Da vernahmen sie das Poltern. Sie suchten nach Verstecken, was mit dicken Käsebäuchen gar nicht so einfach war. Plötzlich traf sie der gelbe Schein der Kellerlampe. Ein riesiger Schatten folgte und Käse Klaus' großes, käsegelbes Fratzengesicht lugte hinein. Starr vor Angst schlotterten ihnen die Zähne und alles, was an Gedärm und Gedöns in ihnen war. Auf einmal vernahmen sie die Stimme von Dottersack Pitt. »Was ist, Käse Klaus? Findest du den Schnaps, ne? Siehste wohl Dosenmännchen und Schabracken, Das sind nur die Gase von Erika Sauerkraut. Die führen zu den wildesten Halluzinationen. Komm wieder hoch.« Kurz überlegte Käse Klaus. Mit Fäulnis und Gärungsprozessen kannte er sich aus. Plötzlich fiel es ihm wie Federn aus dem Daunenkleid ein. »Ach, Scheiße, noch eins! Heute ist es ja soweit. Die Alte kommt zurück!« Wie von der Tarantel gestochen, rannte er die Treppe hinauf, schnappte die Flaschen und flüchtete nach Hause zu seiner Irmgard. Nach 10 Minuten des Schweigens kam wieder Leben in den Schrank. »Boah, na da haben wir aber noch mal Massel gehabt«, schniefte Schabernack. Wenige Sekunden später hörte man Dottersack Pitt die Treppe hinabsteigen. Er trat nur in kurzen Boxershorts bekleidet vor den Schrank und lachte schelmisch. »Haha, na, habt ihr die Hosen voll, was? Tja, da gibt es ein schönes Sprichwort. Wenn man anderen eine Kräbe grubt, sich selber in die Hosen pupt. So, ihr könnt jetzt ruhig weiteratmen. Der Käseklaus ist weg und wir sind jetzt quitt.« Mit diesen Worten drückte Dottersack Pitt lächelnd die Türen des Holder-die-Polder-Blechdosenschrankes zu und nuschelte noch was von »Ach so, morgen kommt ja eine neue Dosenlieferung mit Bohneneintopf ohne Räucherspeck.« Und unter murrenden und knurrenden Holzstufen schritt Dottersack Pitt in seinen kurzen, eiergelben Shorts wieder nach oben und machte dabei seinem Namen alle Ehre. Oben angekommen,
knipste er das Licht aus, und im gesamten Haus war friedliche Ruhe. Fürs Erste. Der Käseklu, geschrieben von Romy van Mader, gelesen von Anja Klukas.